Es war für mich noch spannender, dann mal zu sehen, in der Probe, aha, da drücke ich eigentlich viel mehr. Und natürlich, wenn ich jetzt meinen Schüler unterrichte, dann höre ich, wie klingt's und ich sehe, wie er ansetzt. Nur ich spüre nicht, wie sich das für ihn anfühlt. Eben hat er eigentlich die Muskeln und durch das Andrücken gar kein Problem oder fehlen ihm die Muskeln und wenn er beim C2 oder beim E2 scheitert, dann liegt es gar nicht daran, dass er nicht die Luft hat, sondern dass er nicht so das abdichten kann. Ja, das heißt, man braucht eine Mindestkraft, um über dem E2, G2 spielen zu können. Ja, und man spürt nicht, was der Schüler spürt. Es kann auch sein, eben, dass er stärker drückt, als ich annehme. Das heißt, der hat Muskeln. Ich sehe es ihm gar nicht an, wie stark der eigentlich drauf drückt. Und wenn ich ihm drauf drücke, dann verändere ich auch den Lippenspalt und das hat wieder einen Einfluss auf den Ton, weil die Eintauchtiefe der Lippen eben nicht so stark sein soll, dass es die Lippenschwingung verändert. Das heißt, es ist ein Biofeedback-Gerät und ich kann das im Unterricht mal nutzen und schauen, wie ist das, wie stark drückt er am Anfang vom Unterricht, wie stark drückt er am Ende vom Unterricht, ist er da eigentlich schnell abgespielt und ich kann ihm das mit nach Hause geben, äh, damit er mal sich damit auseinandersetzt und es bewusst wird. Ich kann es aber auch zum Beispiel beim Klassenabend oder sowas mal einsetzen. Das heißt, er kann das Stück. Ja? Und er geht auf die Bühne, spielt es, aber irgendwie da oben klappt es nicht so. Ja? Dann kann ich mal schauen, wie reagiert er auf Stress. Ja? Das kann nämlich sehr gut sein, dass man unter Stress plötzlich anfängt zu drücken, nur damit man sich sicherer fühlt. Ja? Das heißt, es ist auch ein interessanter Punkt, wie ist das im Unterricht, wie ist das zu Hause und wie ist das unter Stress. In der Musikschule ist das ein sehr gutes Hilfsmittel, um ein bisschen noch eine Objektivierung zu haben. Einfach, wie ist das zwischen meinen Schülern. Für mich war es sehr spannend, mal selbst zu sehen, wie viel Druck ich verwende. Es war für mich noch spannender, dann mal zu sehen, in der Probe, aha, da drücke ich eigentlich viel mehr und gerade am Ende der Probe drücke ich extrem. Ja. Zu Hause war das eigentlich nie über 2 Kilo.